Nichts ist wie sonst, wenn man zu einem Fernsehinterview kommt. Es herrscht keine entspannte Atmosphäre. Alles daran ist falsch, jeder einzelne Aspekt. Und man wird sich aller Dinge überbewusst. Da sind riesige Lichter, so groß wie Kühlschränke, die dir ins Gesicht leuchten. Und dann sagt jemand, ignorieren Sie einfach die Kamera. Wenn ich interviewt werde, bin ich oft ratlos und unartikuliert. Und ich tue jetzt genau das, was ich gesagt habe, dass Sie nicht tun sollen. Ich fange an, mir meine Antwort genau zu überlegen. In einem Interview passieren Dinge, mit denen man nicht rechnet. Es werden Fragen gestellt, auf die man nicht vorbereitet war. Wehe, wenn du nur etwas Leichtfertiges sagst. Dann peng. Fernsehen ist immer toll, wenn etwas schief geht. Es holt das Gemeine aus uns raus. In dem Moment, in dem wir Schadenfreude riechen, wird es einen Autounfall geben. 1995 ging Prinzessin Diana eines der größten Risiken ein, das eine öffentliche Person überhaupt eingehen kann. Eure königliche Hoheit, wie bereit waren Sie für den Druck, der mit dem Eintritt in die königliche Familie einhergeht? Mit 19 denkt man immer, man sei auf alles vorbereitet. Als ich es sah, war mir absolut bewusst, dass das ein außergewöhnliches Stück Fernsehen ist. Und praktisch jeder Satz war überwältigend. Dieses kompromisslose Fernsehinterview zerstörte für immer das Märchenbild einer der berühmtesten Frauen der Welt. Es war, als wäre eine Bombe in der königlichen Familie hochgegangen. Doch die Insidergeschichte des Interviews blieb jahrzehntelang ein Rätsel. Martin Bashir hatte das ganze Interview wie ein unglaubliches Drama aufgebaut. Als wäre es wie etwas aus den Werken von John le Carré. Jetzt ist es an der Zeit, mit BBC-Insidern, investigativen Journalisten und denen, die Diana am nächsten standen, zu sprechen, um herauszufinden, warum sie dieses außergewöhnliche Interview gab. Sie hatte das Gefühl, vom MI5 beobachtet zu werden und letztendlich ins Visier genommen zu werden. Wir fragen, ob Diana mehr Kontrolle hatte, als man vermutete. Sie erzählte mir, dass ihr von Martin beigebracht wurde, wie sie die Fragen beantworten sollte. Entdecken Sie, wie das Interview nicht nur Dianas Leben, sondern auch die Kultur Großbritanniens verändert hat. Am Ende sahen wir eine moderne Frau des 20. Jahrhunderts, die für sich selbst eintrat. Und wie die Lunte für eine Tragödie gezündet wurde. Die Presse überschlug sich. Es war ein Schneeballeffekt. Man hatte irgendwie das Gefühl, wo soll das enden? Die Prinzessin hat den Tag mit einem Besuch in einem Fitnessstudio begonnen. Sie scheint unbeeindruckt von dem Aufruhr durch ihr Interview, der noch mehr Interesse an ihr geweckt hat als sonst. Ich finde, sie ist ein dummes Mädchen, sowas zu tun. Denn sie muss das nicht. Sie wirkte in vielerlei Hinsicht wie eine traurige junge Frau, sehr verwirrt. Ich möchte eine Königin der Herzen sein, in den Herzen der Menschen. Aber ich sehe mich nicht als Königin dieses Landes. Ich sah die Prinzessin ein Jahr nach Panorama und sie sagte zu mir, ich hätte nie Königin der Herzen sagen sollen. Ich habe es nicht so gemeint. Es klingt abgedroschen. Ich glaube nicht, dass sie die Konsequenzen all ihrer Aussagen durchdacht hat. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Sie war sich absolut bewusst, was sie tat. Sie kam als diese schwache, kleine, wunderschöne, errötende Teenagerbraut in die Königsfamilie. Aber sie wuchs und kam am anderen Ende ziemlich stark heraus. Und ich glaube, Panorama war ein Ausdruck davon. Es war eine sehr kalkulierte Entscheidung, ihre Seite der Geschichte darzulegen. Kluge Diana. Das explosive Interview war das Ergebnis einer Frustration, die sich in Diana seit mehr als einem Jahrzehnt angestaut hatte. Um zu verstehen, wie die Zündschnur hierfür gezündet wurde, müssen wir zu einem ihrer allerersten Auftritte vor der Kamera zurückkehren. Um 3 Uhr erschienen Prinz Charles und Lady Diana zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Es war die erste Gelegenheit, den Ring aus Saphiren und Diamanten zu sehen. Damals galt Dianas Verlobungsinterview als Beginn ihres Star-Castings als Märchenprinzessin. Ich weiß nicht, was du von mir gehalten hast. Ziemlich erstaunlich.
Durch die Linse von Panorama betrachtet, erscheint dieses bekannte Filmmaterial aber in einem ganz anderen Licht. Dianas Vater beschrieb sie heute als, ich glaube, er sagte, sie wären eine sehr gute Hausfrau. Oh, das hat er gesagt? Das werden wir sehen. Ich bin Badisha und ich bin Filmemacherin und Journalistin. Wenn ich mir frühe Interviews mit Diana ansehe, sehe ich eine intelligente Frau, die mit ihrer Rolle zu kämpfen hat. Und auch mit der grinsenden Verachtung vieler Interviewer. Ich bin erstaunt, dass sie mutig genug war, es mit mir aufzunehmen. Und sind Sie verliebt? Natürlich. Was auch immer verliebt bedeutet, das ist ihre eigene Interpretation. Wenn man das als Frau sieht, denkt man, Warnsignal, Warnsignal, renn weg. Ich bin Dickie Arbiter, ehemaliger Sprecher des Buckingham-Palastes und jetzt königlicher Kommentator. Ich glaube, für den Prinzen von Wales war es etwas peinlich zu sagen, ja, ich bin verliebt. Daher kann man dem Mann nichts vorwerfen, wenn er sagt, was er gesagt hat, da sie nicht dazu erzogen wurden, Gefühle zu zeigen. Nein, es stellte sich heraus, dass er eine Liebesbeziehung mit jemand anderem hatte. Mitte der 80er Jahre war Charles' Affäre mit Camilla Parker Bowles ein offenes Geheimnis. Im Laufe des Jahrzehnts hielten jedoch Fernsehdokumentationen wie die von Alistair Burnett die Illusion eines Märchenpaares am Leben. Ja, 4 Hände, 2 Prinzen und ein Klavier. Es ist eine Fotosession im Kensington-Palast mit dem Prinzenpaar von Wales und seiner Familie. Mein Name ist Richard Kay. Ich war lange königlicher Korrespondent bei der Daily Mail. Während der entscheidenden Zeit der Diana-Jahre schrieb ich viel über sie und mit der Zeit wurden wir Freunde. Man sieht, wie solche Dokumentarfilme zu dieser Zeit aussahen. Das war, wenn man so will, sehr unterwürfig. Es erinnert irgendwie an etwas, das man vielleicht aus den 50er Jahren kannte. Was ist Ihrer Meinung nach Ihre Rolle, Ihr Beitrag? Ich glaube, meine Aufgabe besteht darin, meinen Mann zu unterstützen, wo immer ich kann, immer hinter ihm zu stehen und ihn zu ermutigen. Das Wichtigste ist, Mutter und Ehefrau zu sein. Die Burnett-Dokumentarfilme wirken vielleicht veraltet, aber sie zeigen ein nostalgisches Ideal der Kleinfamilie, das noch immer beliebt war, als John Major 1990 an die Macht kam. Es ist an der Zeit, zu den alten Grundwerten zurückzukehren, zu den Grundlagen zurückzukehren und Verantwortung für sich selbst und die Familie zu übernehmen. Ich glaube, dass John Major eine konservative Vision von England hatte, im Kleinen wie im Großen. Ich glaube, in John Majors Vision ist Großbritannien ein Staat, in dem alle Menschen zutiefst zufrieden sind. Es ist die Idee eines kleinen Britanniens und eines mittleren Englands, das nicht negativ ist. Also im Grunde wie bei Postbote Pat, ein kleines Dorf, in dem sich nie etwas ändert. Und die Kernfamilie war ein wunderschönes Bild. Aber die Kehrseite der perfekten Ehe ist die Ehe, die nicht funktioniert. Die alleinerziehende Mutter, die Geschiedene, die sündhafte Frau. In den 90er Jahren war das immer noch sehr stigmatisiert. Es hieß, dass man irgendwie versagt hatte. Für Diana wurde die anhaltende nationale Fantasie einer pflichtbewussten Frau schnell zur Falle. Und im Juni 1992 unternahm sie ihren ersten Fluchtversuch. Es bleiben nur noch 24 Stunden, bis das Buch in den Handel kommt, das angeblich schwere Brüche in ihrer Ehe aufdeckt. Durch die Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Andrew Morton über einen Mittelsmann hielt Diana ihre eigene Beteiligung an den Enthüllungen geheim. Doch der Verdacht, dass sie an dem Buch mitgewirkt hatte, erhitzte die Gemüter im Palast.
Die Königin ist davon überzeugt, dass sie keine öffentlichen Emotionen zeigen sollten, weil sie die Monarchie sind. Sie sollten darüber stehen. Anstatt Diana zu befreien, hat das Morton-Buch ihre Ketten nur noch enger gemacht. Sie erwartete, dass das Buch von Andrew Morton sie retten würde, aber das tat es nicht, weil die Königsfamilie die Fensterläden runterließ. Ab 1992 lebte Diana allein im Kensington-Palast. Getrennt, aber nicht geschieden. Da alle Medienauftritte vom Palast streng überwacht wurden, schien sie in einem königlichen Schwebezustand gefangen zu sein. Doch es war ein Schachzug ihres Mannes, der sie auf eine Idee brachte, wie sie aus der Sackgasse entkommen könnte. Ich glaube, der Hauptmotivator für sie, das Panorama-Interview zu geben, war Charles' Interview mit Jonathan Dimbleby im Jahr zuvor. Diana war von diesem Interview ziemlich beeindruckt. Es ist natürlich nur wegen einer einzigen Enthüllung in Erinnerung geblieben. Haben Sie versucht, Ihrer Frau gegenüber treu und ehrenhaft zu sein, als Sie das Ehegelübde abgelegt haben? Ja, absolut. Und waren Sie? Ja. Bis es unwiederbringlich kaputt ging. Sie hatte das Gefühl, dass Charles in dem Dimbleby-Interview eine Art Offenheit an den Tag gelegt hatte, die sie eigentlich sehr bewunderte. Und sie begann zu überlegen, ob sie selbst nicht auch etwas unternehmen sollte. Nachdem Diana über ein Jahrzehnt lang vor der Kamera geschwiegen hatte, kochte ihre Frustration letztendlich über. Und nachdem das Morton-Buch nach hinten losgegangen war, wurde ihr klar, dass nur die Unmittelbarkeit des Fernsehens sie befreien konnte. Das war Teil eines Krieges. Das Panorama-Interview war wie eine Rakete, die auf das Establishment abgefeuert wurde. Mein Name ist Paul Burrell und ich war der Butler von Diana, Prinzessin von Wales. Ich erinnere mich, dass die Prinzessin mir sagte, ich will, dass du jemanden in White City abholst. Es ist geheim, wir wollen nicht, dass irgendjemand davon erfährt. Ich erinnere mich noch daran, wie ich Martin Bashir mit dem Auto abholte und er auf dem Rücksitz des Autos lag und ich ihn mit einer Decke zudeckte. Niemand wusste, dass Martin Bashir Diana, Prinzessin von Wales, besuchte. Und das sollte auch so bleiben. Er war wie ein kleines Kind, das im Kensington-Palast die Treppe hinaufsprang. Für ihn war es so aufregend. Ich dachte, die Prinzessin hatte damals nur sehr wenige Freunde. Und sie hatte jetzt einen Insider bei der BBC, der sie in Sachen Medien beraten würde. Ich hätte nicht gedacht, dass aus dieser Freundschaft jemals ein großes Interview werden würde. Mitte der 90er Jahre war Diana eine Außenseiterin in der britischen Monarchie. Nach der Biografie von Andrew Morton wurde jede ihrer Bewegungen beobachtet, aus Angst, sie könnte erneut gegen den zukünftigen König antreten. Doch im Sommer 95 hatte sich in den Festungsmauern der königlichen Pressemaschinerie ein kleiner Riss gebildet, der sie vor einem Skandal bewahren sollte. Ich bin Richard Eyre und war Anfang der 90er Jahre für die Einhaltung redaktioneller Richtlinien bei der BBC verantwortlich. Ich hatte regelmäßige Treffen mit dem Herausgeber von Panorama. Es muss im Frühsommer 95 gewesen sein. Wir hatten ein Routinetreffen, gingen einige Programmideen durch und Steve stand auf, um zu gehen. Und er kam an die Tür meines Büros. Ich erinnere mich. Er drehte sich an der Tür um und sagte, ach übrigens, wo ich schon mal hier bin, sollte ich Prinzessin Di erwähnen. Und dann erzählte er mir, dass Martin Bashir, Panorama-Reporter, dachte, er hätte eine Chance, Prinzessin Diana kennenzulernen. Ich vermute, wenn man einen Panorama-Reporter hätte auswählen können, der am ehesten in der Lage wäre, einen solchen Knüller von Weltformat zu landen, wäre Martin wohl der Letzte gewesen, an den man gedacht hätte. Aber was noch wichtiger ist, ich stehe kurz davor, Lennarts erstes Omelett zu probieren. Und da kommt es auch schon. Ah, vielen Dank.
Martin Bashir war ein kleiner Fisch im großen Teich der BBC. Er hatte als Korrespondent für Songs of Praise gearbeitet, war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr bekannt. Ich weiß nicht, was er war. Was war er eigentlich? Ich glaube nicht, dass der Redakteur von Panorama und auch Martin selbst jemals geglaubt haben, dass es eine Chance gibt, dass sie einem Interview zustimmen würde. Das liegt zum Teil daran, dass sie ständig von Journalisten, vor allem von bekannten Fernsehjournalisten, um ein Interview gebeten wurde. Ich bekam unzählige Interviewanfragen. Sie hatte oft mit Clive James zu Mittag gegessen, mit David Frost und Barbara Walters. Die war zu dieser Zeit eine große Nummer. Sie hat auch ein Angebot gemacht. Ich hätte natürlich gerne ein Interview mit Diana gemacht. Und in der Hoffnung, dass es dazu kommt, habe ich ihr einmal geschrieben: Ma'am, wenn Sie jemals das Gefühl haben, dass Sie irgendwas davon vor der Kamera bringen können, ich bin Ihre Frau. Ich bin hier. Vielleicht hatte Diana schon im Stillen beschlossen, dass sie eine Art Fernsehdokumentation machen will. Aber wie hat Martin Bashir seine weitaus bekannteren Rivalen im Kampf um das begehrteste Interview der Welt geschlagen? Ich bin Chris Blackhurst. Ich war Journalist und investigativer Reporter beim Independent. Sehr bald nach Erscheinen des Interviews nahm die Geschichte richtig Fahrt auf. Es gab genügend Leute, die gegenüber dem, was Martin Bashir erreicht hatte, misstrauisch waren. Nicht zuletzt seine eigenen Kollegen. Wir standen mit Journalistenkollegen bei der BBC in Kontakt und mir wurde klar, dass die Dinge möglicherweise nicht ganz so waren, wie sie schienen. Den Recherchen von Blackhurst zufolge hatte sich Bashir zunächst mit Dianas Bruder Earl Spencer getroffen, um Ideen für einen möglichen Dokumentarfilm zu besprechen. Das Thema? Die staatliche Überwachung der königlichen Familie. Earl Spencer war misstrauisch gegenüber den Sicherheitsdiensten und hatte das Gefühl, dass die Leute hinter ihm her waren oder es auf ihn oder seine Familie abgesehen hatten. Und als Martin Bashir Charles Spencer kennenlernte, konnte er dessen Verdacht noch weiter schüren. Und als er weiter in den inneren Kreis kam, wurde ihm klar, dass er einem fantastischen Preis immer näher kam. Nämlich einem Interview mit Prinzessin Diana. Im Verlauf der Diskussion stellte Bashir offenbar eine kühne Behauptung auf. Martin Bashir erzählte den Leuten, dass er eine Quelle beim MI5 habe, die ihm gesagt habe, dass die Prinzessin beobachtet und verfolgt werde. Ich erinnere mich, dass ich die Dielen hochgezogen habe, um nach Geräten zu suchen. Ich habe Telefone abgeschraubt. Die Prinzessin hatte immer das Gefühl, dass ihre Telefone abgehört werden. Sie hatte das Gefühl, dass ihr jemand zuhörte. Du wirst nie wissen, wie viel. Du wirst nie wissen, wie viel. Oh, das werde ich, Liebling. Die Sun-Zeitungen sagen, das Band sei echt. Nur 3 Jahre zuvor enthüllte The Sun die Existenz einer Aufzeichnung eines angeblichen Telefongesprächs zwischen Diana und ihrem engen Freund James Gilbey. Die Tonbandaufnahme wurde höchstwahrscheinlich von einem unserer Sicherheitsdienste angefertigt und absichtlich weitergegeben. Laut Innenminister war der MI5 nicht beteiligt. Niemand hat auch nur den geringsten Beweis vorgelegt, um die Behauptung zu stützen, dass der MI5 oder ein anderer Teil der Sicherheitsdienste dies befürworten. Spielte Martin mit ihren Ängsten und Vorurteilen? Gut möglich. Ehrlich gesagt wäre es nicht sehr schwierig gewesen. Noch düsterer wurde es, als sich nach dem Interview herausstellte, dass Bashir mehrere gefälschte Dokumente vorgelegt hatte. Die Frage war, warum? Er ging zu einem Grafiker und sie fälschten einen Kontoauszug. Ein NatWest-Bankkonto in Brighton, das angeblich Alan Waller gehörte, dem ehemaligen Sicherheitschef von Earl Spencer. Der Auszug zeigte die Zahlung einer mysteriösen Offshore-Firma. Es kam der Verdacht auf, dass Bashir diese Dokumente erstellt haben könnte, um die Ängste der Prinzessin und ihres Bruders zu schüren, was wiederum dazu führte, dass Diana dem Interview zustimmte. Es wurde vermutet, dass Bashir zu Charles Spencer sagte, die Sicherheitsdienste würden Alan Waller für Informationen über ihn und seine Schwester bezahlen. Nach dem Interview leitete die BBC eine Untersuchung ein.
Die BBC hat am Ende nicht bestritten, dass die Aussagen erfunden waren. Das wurde überhaupt nicht geleugnet. Aber sie sagten, sie seien zufrieden, dass sie das Interview nicht wirklich gesichert hatten. Dass es Diana nicht gezeigt worden war und sie das Interview mit ihr nicht gesichert hatten. Bashir und Diana selbst bestritten offenbar, dass sie die gefälschten Dokumente gesehen habe. Bashir wurde entlastet. Was die Erklärung der BBC angeht, warum die Dokumente erstellt wurden, waren nicht alle überzeugt. Ich fürchte, viele von uns hatten zu diesem Zeitpunkt einfach die Nase voll. Ich meine, warum sollte man so etwas tun? Warum sollte man sich die Mühe machen, einen Kontoauszug zu fälschen? Was ja eine ziemlich ernste Sache ist. Viele glauben jedoch, dass ein anderes Element von Bashirs Ansatz der wichtigste Faktor war, um das Interview zu bekommen. Die Diana, die ich kannte, wollte dieses Interview machen. Sie würde es tun, egal ob man ihr ein gefälschtes Dokument gezeigt hatte oder nicht. Geheimhaltung war der Schlüssel. Martin war nicht bereit, den allgemein akzeptierten Weg einzuschlagen, um sich ein königliches Interview zu sichern. Ich glaube, die Prinzessin war der Meinung, dass ein Journalist, der durch die Vordertür des Buckingham-Palastes geht, um ein Interview mit ihr zu bekommen, niemals zu ihr gelangen würde, wenn er die üblichen Verfahren der Pressestelle durchlaufen würde. Anfragen von hochrangigen Interviewern, die durch den Filter der Presseabteilung des Palastes gingen, waren nie erfolgreich. Natürlich war Martin ein Geheimnis. Niemand wusste über ihn Bescheid. Und das war sein größter Vorteil. Er hatte nicht die übliche Prozedur über das Büro des Privatsekretärs durchlaufen. Er war keine Berühmtheit. Es gab nur eine Berühmtheit in dem Interview, und das war Diana. Es war also wichtig, dass sie, wenn sie ein Interview geben wollte, und das tat sie bei Panorama, mit einem vergleichsweise Unbekannten sprach. Nach wochenlangen Geheimtreffen mit Diana zahlten sich Bashirs Verhandlungen endlich aus. Dann passierte alles sehr schnell Ende Oktober, was mich dazu veranlasste, die einzige schriftliche Aufzeichnung zu machen, die ich von all unseren Gesprächen habe. Steve Hewlett und einer seiner Reporter, also Bashir, kamen zu mir, um über ein Projekt zu sprechen, über das wir schon seit mehreren Monaten diskutiert hatten. Das Ergebnis war, dass wir mit voller Kraft weitermachen sollten. Sorry, dass ich so kryptisch klinge, sagte ich am Ende dieser Notiz. Die kryptische Natur dieses triumphalen Memos spricht das größte Problem an, vor dem die BBC stand. Wie kann man den sensationellsten Knüller der Welt geheim halten? So wie ich es verstanden habe, war die Prinzessin sicher, dass der Palast, wenn er von dem Interview erfahren würde, einen Weg finden würde, es zu verhindern. Im Oktober 1995 stand die BBC kurz davor, einen der größten Knüller ihrer Geschichte zu landen. Ein ausführliches Interview mit Prinzessin Diana. Doch sie hatte auf einer entscheidenden Bedingung bestanden. Der Buckingham-Palast darf nichts davon erfahren. Und sie sagte nicht, dass sie das Interview nicht geben würde, sondern dass sie sich sicher war, dass der Palast einen Weg finden würde, es zu verhindern, wenn die Nachricht davon durchsickern würde. Nur die Nötigsten sollten davon erfahren. In den ersten Wochen waren es Martin Bashir und sein Redakteur Steve Hewlett. Und Tony Hall, der Direktor der Nachrichtenabteilung, und ich. Anfang November waren es etwa 7 oder 8 Leute, plus natürlich John Bird. John Bird war der Generaldirektor der BBC. Vielen Leuten gefiel nicht, wie er die BBC modernisierte, und es war schwierig für ihn zu arbeiten. Aber er war ein wirklich guter Journalist. Bird stimmte dem Interview schnell zu. Doch über Bird in der BBC-Hierarchie saß jemand, der wahrscheinlich nicht ganz so einverstanden sein würde. Der Vorsitzende des BBC Board of Governors war Marmaduke Hussey, bekannt als Dukey Hussey, eine Säule des Establishments. Von Margaret Thatcher ernannt, verkörperte Hussey für viele eine rückwärtsgewandte, zurückhaltende Vision der BBC. Das hatte zu Spannungen mit seinem modernistischen Generaldirektor John Bird geführt. Mein Name ist Richard Eyre und ich war 9 Jahre lang Gouverneur der BBC.
Es war auf einer Weihnachtsfeier, kurz nachdem ich bei der BBC angefangen hatte, als die Gestalt von Marmaduke Hasse, eine Art riesiger Mann, der 1944 in Anzio sein Bein verloren hatte, auf mich zukam und sagte, setzen wir uns, kommen Sie hier rüber. Und wir setzten uns, er mit einigen Schwierigkeiten, und er sagte zu mir, sagen Sie, Sie kennen John Bird, nicht wahr? Und ich sagte, ja, ich kenne ihn. Er sagte, seltsamer Kerl, er will überhaupt nicht mit mir sprechen. Nicht spricht nicht mit mir, will nicht mit mir sprechen. Und er sagte, würden Sie versuchen, John dazu zu bringen, mit mir zu sprechen? Also rief ich John am nächsten Tag an und er sagte, es stimmt, ich will nicht mit ihm sprechen. Es hat einfach keinen Sinn. Das war der Moment, in dem ich entdeckte, in was ich hineingeraten war. Doch als es zum Interview mit Diana kam, waren nicht nur die politischen Differenzen zwischen Hasse und Bird ein Problem. Noch kritischer war, dass Hasse der Ehemann von Lady Susan Hasse war, die ranghöchste Kammerfrau der Königin, Hofdame. Und sie ist es heute noch. Er fühlte sich seiner Frau verpflichtet und auch der Königin, den Palast darüber zu informieren, dass das wirklich stattfinden würde. An dem Tag, als John Bird dem Interview schließlich zustimmte, traf er zwei Entscheidungen. Erstens, das Interview zuzulassen und zweitens, es seinem Vorgesetzten nicht zu sagen. Es verschlechterte die ohnehin nicht guten Beziehungen zwischen Bird und Hasse. Es verschlechterte sie unwiderruflich. Das war ein Moment von wirklicher Bedeutung für die BBC. Ein entscheidender Punkt in der Entwicklung ihrer Geschichte, ein Zeichen ihrer Unabhängigkeit. Es war die nachweisbarste Art und Weise, wie die BBC sagen konnte, wir senden Programme, auf die die Öffentlichkeit ein Recht haben sollte, sie zu sehen und zu hören. Als Termin für das Interview wurde schließlich der 5. November 1995 gewählt. Der Jahrestag des Sprengstoffanschlags auf das Parlament. Der Ort? Kensington Palast, direkt vor der Nase einiger der engsten Familienmitglieder der Königin. Man darf auch nicht vergessen, dass dort auch andere Mitglieder der Königsfamilie lebten. Die Gloucesters, die waren nicht weit weg. Ich erinnere mich noch gut an den Sonntag, an dem die Prinzessin zu mir sagte, Paul, du hattest diese Woche noch keinen freien Tag. Warum gehst du nicht nach Hause und spielst mit deinen Kindern? Ich dachte, seltsam. Seltsam, dass sie mich einfach wegschickt. Um an den Sicherheitskräften des Palastes vorbeizukommen, hat sich das kleine BBC-Team eine Tarngeschichte ausgedacht. Soweit ich verstanden habe, wurden sie von der Prinzessin als Hi-Fi-Mechaniker vorgestellt, die eine neue Stereoanlage einbauen wollen. Völlig plausibel, wenn man nicht viel über Hi-Fi-Anlagen weiß. Um die Geheimhaltung zu gewährleisten, bestand das Team, das den Kensington Palast betrat, aus nur 3 Personen. Dem Kameramann Tony Poole, dem Produzenten Mike Robinson und Martin Bashir. Tony wurde mit dem Aufbau der Ausrüstung betraut, sodass Bashir und Diana noch 1,5 Stunden Zeit hatten, bevor die Dreharbeiten begannen. Die Leute fragen sich, ob sie das mit Martin Bashir geprobt hat. Offensichtlich hatte sie es nicht mit der BBC geprobt. Bashir verrät seine Fragen nicht im Voraus. Andere sind jedoch anderer Meinung. Ich weiß aus einem späteren Gespräch, dass die Prinzessin es perfekt machen wollte. Sie habe nur eine Chance und die müsse perfekt sein. In internen Dokumenten, die von der BBC veröffentlicht wurden, heißt es, dass die Prinzessin im Voraus über die großen Bereiche der Befragung, aber nicht über die Fragen selbst informiert wurde. Sie wussten genau, wie die Fragen lauten würden und wie die Prinzessin sie beantworten würde. Und Diana wurde von Martin gecoacht, wie sie die Fragen beantworten sollte. Er half ihr durch dieses Minenfeld eines Interviews. Der Kameramann wählte den informellen Rahmen des Salons und verwendete eine weiche Beleuchtung, um ein intimes Geständnis in Szene zu setzen. Gegen 21 Uhr saßen sich Bashir und Diana schließlich auf sorgfältig positionierten Stühlen gegenüber. Der Kameramann Tony Poole drückte auf Aufnahme. Sie war eigentlich nicht schlecht in solchen Situationen, aber sie war keine natürliche Fernsehdarstellerin. Während der Dreharbeiten erinnert sich der Kameramann,
sei die Prinzessin bei einer wichtigen Frage, die sich auf ihren angeblichen Liebhaber James Hewitt bezog, nervös geworden. Ging Ihre Beziehung über eine enge Freundschaft hinaus? Ja, das tat sie. Ja. Waren Sie untreu? Sie wurde extrem nervös. Sie wusste, dass sie sehr schnell denken musste. Und nach einigem Überlegen kam Diana auf eine kluge Antwort. Ja, ich habe ihn vergöttert. Ich war in ihn verliebt. Die Panorama-Kollegen waren alle in ihren Wohnungen und warteten auf den Anruf. Ich schätze, ich hatte mit dem frühen Abend gerechnet, aber der Anruf kam nicht. Und die Stunden vergingen. Und sie vergingen. Ich glaube, man kann sagen, dass ich sehr nervös wurde. Es muss kurz vor Mitternacht gewesen sein, als... Es war Steve Hewlett. Er sagte, sie seien raus, sie hätten es dabei und sie hätten eine Sicherheitskopie gemacht. Das war ein Moment großer Freude, offen gesagt. Am nächsten Morgen, als ich im Kensington-Palast ankam, ging ich durch den Salon und dachte, das ist seltsam. Dieser Stuhl gehört nicht dorthin. Und die Sofas wurden verschoben, denn ich konnte sehen, wo die Rollen Spuren im Teppich hinterlassen hatten. Ich fragte die Prinzessin, warum sind die Möbel verschoben worden? Jenny war hier für eine Gymnastikstunde. Wir haben die Möbel weggeschoben und haben Sport gemacht. Wirklich? Ja. Zweifelst du an mir? Ich sagte, nein, ich habe keinen Grund. Da die Aufnahmen nun im Kasten waren, wurde geplant, den Schnitt in einem stillgelegten BBC-Gebäude im Zentrum Londons zu machen. Doch Panorama-Redakteur Steve Hewlett meldete Bedenken an. Er sagte, ich glaube, wir müssen umziehen. Wir müssen einen anderen Ort finden. Und ich fragte, warum? Er sagte, ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube, wir werden beobachtet. Das Gebäude wird beobachtet. Wo willst du denn hin? Überlass das mir. Ich werde schon was finden. Ich erhielt einen Anruf, dass es in Eastbourne einen Schnittauftrag gäbe. Aber sie konnten mir nicht sagen, worum es ging, und ich würde es herausfinden, wenn ich ankomme. Ich sollte nicht einmal meiner Frau sagen, wohin ich gehe. Ich ging zum Grand Hotel, wo ich den Schnittplatz einrichtete. Am nächsten Tag kamen Mike, der Produzent, und Martin. Reichten mir einen Stapel Kassetten und sagten, das ist für dich. Also legte ich sie ein. Und da war Prinzessin Diana, die mich anstarrte. Eure königliche Hoheit, wie bereit waren Sie für den Druck, der mit dem Eintritt in die königliche Familie einhergeht? Mit 19 denkt man immer, man sei auf alles vorbereitet. Sie in einem Interview vor mir zu haben, war einfach unglaublich. Ich bin überzeugt, dass man den Feind immer verwirren sollte. Ich hätte mir absolut nicht vorstellen können, dass Sie diese Dinge sagen und in gewisser Weise so ehrlich über Prinz Charles und die Ehe sein würde. Presseberichten zufolge wurde es zu dieser Zeit so schwierig, dass Sie tatsächlich versuchten, sich selbst zu verletzen. Stimmt das? Wenn man das Gefühl hat, dass einem niemand zuhört, passieren alle möglichen Dinge. Es war ein Katalog von Dingen, die sie fühlte, die sie lange Zeit in sich aufgestaut hatte und die sie mit uns allen teilen wollte. Oder vielleicht das Messer in die Hand nehmen, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber ich glaube, ich hatte eine emotionale Reaktion. Ich fand es ziemlich traurig, weil ich nicht glaubte, dass es ihr letztendlich helfen würde, dass sie sich am Ende des Tages besser fühlen würde. Aber wir wussten, dass es ein Knaller werden würde. Einige Tage später war der Film fertig für eine erste Sichtung mit den Verantwortlichen bei der BBC. Wir hatten eine 2-stündige Fahrt im Auto nach Eastbourne. Keiner von uns, die den Film zum ersten Mal sehen würden, hatte eine Ahnung, was drin war. Wir wussten nicht, ob sie ehrlich war oder in Tränen ausbrach.
Wir wussten nicht, ob sie wütend hinausging. Wir wussten nichts über den Inhalt. Und ich glaube im Nachhinein, dass es wichtig war, dass wir nichts darüber wussten, weil unsere Reaktion die Reaktion des Publikums ziemlich wahrscheinlich vorhersagen würde. Es gab keinen Smalltalk. Wir waren da, um den Film zu sehen. Und sie drückten die Play-Taste. Während der Vorführung beobachtete ich, wie sie auf die Antworten, die Fragen reagieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand während dieser 60 Minuten gesprochen hat. Aber es gab gelegentlich ein scharfes Einatmen. Sie konnten einfach nicht glauben, was sie da sahen. Es war einfach, wissen Sie, wie nichts zuvor. Glauben Sie, dass der Prinz von Wales jemals König sein wird? Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns die Antwort kennt. Offensichtlich ist es eine Frage, die jedem im Kopf herumschwirrt. Aber wer weiß schon, was das Schicksal bringt, was die Umstände bewirken werden. Die Vorstellung, Charles könnte bei der Thronfolge übersprungen werden, hieß, dass dieses Interview die Monarchie in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Es wäre für die Königsfamilie, für den Thronfolger, den zukünftigen König natürlich äußerst peinlich. Das war eine Bedrohung für die gesamte Monarchie. Natürlich war es das. Aus den Protokollen eines BBC-Treffens, die durch das Gesetz über die Informationsfreiheit beschafft wurden, geht hervor, dass es nur sehr wenig ungenutztes Material gab. Trotzdem wird seit langem darüber spekuliert, was eigentlich gestrichen wurde. Es gab eine Antwort, die sich auf die Königin Mutter bezog, die vielleicht als abwertend empfunden wurde. Es war bekannt, dass sie keine besten Freunde waren. Sie hatte einfach das Gefühl, nicht die Unterstützung zu bekommen, die sie brauchte. Die Königin Mutter war eine geliebte Person im Lande und sich darüber lustig zu machen, schien unpassend zu sein. Ich sitze hier nicht mit Groll. Ich sitze hier mit Traurigkeit, weil meine Ehe nicht funktioniert hat. Die BBC hat das ungeschnittene Material, einschließlich Dianas Bemerkungen über die Königin Mutter, nie veröffentlicht. Doch auch wenn dieser Inhalt aus der endgültigen Sendung entfernt wurde, blieb das Interview brisant. Eure königliche Hoheit, vielen Dank. Sie war gut, nicht wahr? Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Als das Interview vorbei war, gingen der Direktor der BBC-Nachrichten und ich auf die andere Straßenseite und sprachen darüber. Wir sagten kein Wort, bis wir auf der Promenade waren, an das Geländer gelehnt. Und ich glaube, ich sprach als Erster und sagte, diese Sendung wird entweder das Ende der BBC oder das Ende der königlichen Familie. Oder möglicherweise beides bedeuten. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass wir sie ausstrahlen müssen. Als die Sendung fertig war, war es natürlich wichtig, sie schnell zu senden, denn schließlich sickert alles durch. Wir hatten uns gleich zu Beginn darauf geeinigt, dass die Prinzessin diejenige sein sollte, die dem Palast die Nachricht überbringt. Diana überbrachte die Nachricht Robert Fellows, dem Privatsekretär der Königin. Sie sagte, Robert, ich möchte, dass du weißt, dass ich der BBC ein Interview gegeben habe. Bei Fellows hätten sofort die Alarmglocken läuten müssen, aber er sagte nur, oh, hat es etwas mit Kindern in Not zu tun? Ihre Antwort war, nein, es war Panorama. Alle Telefone fingen an zu klingeln. Andere Königshausreporter riefen mich an und fragten, worum geht's in dem Interview? Aber ich hatte keine Ahnung. Der königliche Pressefotograf Mark Saunders war vor Ort, als in der Woche vor der Ausstrahlung das Chaos ausbrach. Es war eine sehr verrückte Woche. Die Weltpresse war nach London gekommen. Es war die größte internationale Pressegruppe, die ich seit dem Golfkrieg gesehen habe. Als die Wartezeit fast vorbei war, machten sich die Haushalte im ganzen Land auf einen Skandal gefasst.
In den letzten 5 oder 6 Tagen hatte es so viele Schlagzeilen gegeben, dass das öffentliche Interesse auf einen Fieberpegel gestiegen war. 23 Millionen Menschen wollten einschalten, um zu sehen, wie sie ihre Sicht der Dinge schildert. Sie war nervös, sehr besorgt über die Reaktion der Leute. Aber Martin Bashir versicherte ihr die ganze Zeit, dass sie das Richtige getan hatte und dass der Film die gewünschte Wirkung haben würde. Ich denke mir, dass sie voller Vorfreude, aber auch voller Angst war. Die Leute schauten in Kneipen zu. Es war ein riesiges Ereignis. Und doch kann man die Reaktionen anderer Leute nicht kontrollieren. Es ist, als würde die Meinung der ganzen Nation über dich am seidenen Faden hängen. Und es läuft immer darauf hinaus, ob man der Frau glaubt oder nicht. Heute Abend bei Panorama. Die Prinzessin von Wales. Im Buckingham-Palast sah das Team der Pressestelle entsetzt zu. Ich saß mit meinen Kollegen in der Pressestelle und wir waren alle fassungslos über das, was wir sahen. Sehr wütend. Es fehlen jede Menge Kraftwörter. Da war ich noch nie zurückhaltend. Glauben Sie wirklich, dass gegen Sie eine Kampagne geführt wird? Ja, das tue ich, absolut. Warum? Ich war die getrennt lebende Frau des Prinzen von Wales. Ich war ein Problem. Punkt. Was machen wir mit ihr? Ich war ziemlich empört, weil sie Anschuldigungen machte, die einfach nicht stimmten. Sie zeigte mit dem Finger auf den Prinzen von Wales oder sein Büro, die sie davon abhalten würden, Dinge zu tun. Ich konnte nicht glauben, dass sie mit jedem Aspekt ihres Privatlebens an die Öffentlichkeit gegangen war. Bis hin zu ihrem Ehebruch und ihrer Liebe zu Hewitt und ihren Gefühlen gegenüber Camilla. Welche Beweise hatten Sie dafür, dass die Beziehung weiterging, obwohl Sie verheiratet waren? Oh, der Instinkt einer Frau ist ein sehr guter. Es war ein Knüller nach dem anderen. Als ich es sah, war mir absolut bewusst, dass das ein außergewöhnliches Stück Fernsehen ist. Und praktisch jeder Satz war überwältigend. Eure königliche Hoheit, ich danke Ihnen. Bei der BBC versammelte sich das Nachrichtenteam, um den Triumph zu feiern. Nachdem das Programm beendet war, öffneten wir mindestens eine Flasche billigen Weißweins. Und so ist meine Erinnerung an die Einzelheiten, gelinde gesagt, etwas verschwommen. Nach dem Interview mit Diana gab es eine sofortige Reaktion. Newsnight widmete sein gesamtes Programm diesem sensationellen Interview. Sie sind ein guter Freund von Prinz Charles. Was meinen Sie, hält er von diesem Interview? Nun, ich habe keine Ahnung und ich kann nicht für den Prinzen von Wales sprechen. Aber ich für meinen Teil als interessierter Beobachter fand einiges davon einfach furchtbar. Das macht mir jetzt noch eine Gänsehaut, weil die unmittelbare Reaktion so vieler Kommentatoren des Establishments total mittelalterlich war. Das ist ein fortgeschrittenes Stadium von Paranoia. Also hat sie sich das alles nur ausgedacht? Keine Ahnung, aber für mich sieht es aus wie Paranoia. Wenn man eine Frau verunglimpfen will, indem man sagt, sie sei verrückt, ist das eine wirklich schwere Anschuldigung. Denn es gibt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Denn wenn man sagt, nein, ich bin überhaupt nicht verrückt, sieht man aus, als wäre man verrückt. Ich habe keinen Zweifel, dass viele Leute Nicholas Soames Kommentar gehört haben und dachten, ja, ich wette, sie ist wirklich verrückt und paranoid. Und das ist nur meine Ausrede, um sie noch mehr zu hassen. Auf eine wirklich klassische Art und Weise, die seit der Antike unverändert ist. Die Berichterstattung konzentrierte sich auf Dianas Enthüllungen. Vor allem ihr Ehebruchgeständnis rief die Öffentlichkeit auf den Plan. Diana ärgerte sich darüber, dass sie James Hewitt erwähnt hatte. Denn ich glaube nicht, dass sie vorhergesehen hatte, dass das die stärkste Story für die Boulevardpresse werden würde. Sie hatte sich eine etwas rundere Reaktion auf das Interview gewünscht. Die Presse stand ihr fast durchweg feindselig gegenüber. Und ich hatte im Gespräch mit ihr den Eindruck, dass sie sich fragte, ob sie sich verrechnet hatte. Ich erinnere mich, dass die Prinzessin mich fragte, was wird die Königin wohl sagen? Sie würde die Folgen des Ganzen sehen.
Nicht lange danach aß ich mit der Königin zu Mittag und sie sagte unaufgefordert zu mir, wie läuft es bei der BBC? Und ich sagte, naja, gut. Und sie sagte, schreckliche Sache, die meine Schwiegertochter getan hat. Die Eheprobleme von Charles und Diana haben einen Schatten auf die Königsfamilie geworfen. Jetzt hat die Königin beschlossen, das Ganze auf die Spitze zu treiben, indem sie den beiden zur Scheidung rät. In dem Interview hatte Diana deutlich gemacht, dass sie selbst keinen solchen Wunsch hegte. Wollen Sie sich scheiden lassen? Nein, das möchte ich nicht. Warum? Würde das die Sache nicht lösen? Warum würde das die Sache lösen? Ihre größte Angst war, dass man ihr die Jungs wegnehmen würde. Sie sagte, sie werden das tun, sie werden versuchen, mir meine Jungs wegzunehmen. Es gab einen Brief von der Königin an Charles und Diana, in dem es hieß, genug ist genug. Geht zu euren Anwälten und leitet die Scheidung ein. Das war der Preis, den sie für das Panorama-Interview bezahlt hat. Stück für Stück zerstörte Diana die märchenhafte Fantasie, die einst ihr Gefängnis gewesen war. Viele im Establishment und in den Medien hatten sie dafür bestraft, dass sie eine komplexere Realität aufgedeckt hatte. Was wir von unserer Königsfamilie erwarten dürfen, ist ein gewisses Maß an Zurückhaltung und Würde. Aber auf den Straßen spielte sich eine andere Geschichte ab. Ich glaube, sie wird viel Unterstützung bekommen. Vielleicht hat ihr der Prinz Unrecht getan. Sie musste etwas tun, sie musste ihre Seite der Geschichte darlegen, damit wir sie hören. Ich finde es richtig, dass sie es getan hat. Es ist die Reaktion der Bevölkerung auf Panorama, die zählt. Nicht die Zeitungen, die Kolumnisten und all die Leute, die in den Tageszeitungen und Sonntagszeitungen böse Dinge über sie schreiben. Es war das Publikum. Und das Publikum hat es geliebt. Ich glaube, das alles hat viel damit zu tun, was Diana über ihr eigenes psychisches Wohlbefinden gesagt hat. Ich hatte eine postnatale Depression, über die niemand spricht. Man muss hinterher darüber lesen. Sie hat ihr Herz auf der Zunge getragen. Man kann sich nicht vorstellen, dass sonst jemand aus der Königsfamilie so spricht wie Diana in Panorama. Man wacht morgens auf und hat das Gefühl, dass man nicht aufstehen will. Man fühlt sich missverstanden. In den 90er Jahren war es riskant, über psychische Krankheiten zu sprechen. Man bekam leicht einen Stempel aufgedrückt. Dass Diana so offen und selbstbewusst über postnatale Depressionen sprach, war ein Durchbruch. Das bedeutete, dass Frauen im ganzen Land und auf der ganzen Welt sich umschauten und tatsächlich in der Lage waren, eine Beziehung aufzubauen. Nicht zu einer Prinzessin, sondern zu einer Mutter. Freunde von Seiten meines Mannes meinten, ich sei wieder einmal labil, krank und sollte in ein Heim gesteckt werden, damit ich gesund werde. Ich war beinahe peinlich. Nach der Ausstrahlung erhielt Diana rund 6.000 Briefe von Frauen, die sich mit ihrer Situation identifizierten. Diana erzählte mir hinterher, dass sie von Leuten auf der Straße angesprochen wurde, die sagten, Gott sei Dank, Sie haben darüber gesprochen, über die unglückliche Ehe. Sie sind da raus. Ich werde das Gleiche tun. Ich glaube, sie hat den Frauen viel Kraft gegeben, ihre Meinung zu sagen, wenn sie unglücklich sind. Dianas Interview entsprach einer sich wachsenden öffentlichen Bereitschaft zu größerer emotionaler Offenheit. Eine Haltung, die ihr bald die Unterstützung eines Mannes einbrachte, der die britische Politik revolutionieren sollte. Sie war das Aushängeschild für den Wandel durch Tony Blair. Es war nur natürlich, dass sie sich zusammentaten. Heute gingen sie getrennte Wege. Als der Prinz von Wales den Kensington-Palast verließ, fuhr die Prinzessin vor. Die Ehe ist nun endgültig gescheitert. Das ist ihr Ende. Das ist das Ende, ja. Die Ehe ist beendet. Panorama hatte Diana mit einer Scheidung zurückgelassen, von der sie sagte, sie habe sie nie gewollt. Es war ein Moment, in dem es sich anfühlte, als ob alles, was sie mit dem Interview erreichen wollte, gescheitert war. Doch schon bald würde sie feststellen, dass es auf lange Sicht ihren Ruf verändern würde. Das Panorama-Interview war eine Plattform und ein Sprungbrett in eine andere Dimension. Das hat ihr Panorama gebracht.
Sie ging nicht mehr in der Sloane Street einkaufen und in Belgravia zum Mittagessen. Plötzlich hatte sie mit Leuten wie Bill Clinton zu tun und bekam endlich die Glaubwürdigkeit, nach der sie sich, glaube ich, gesehnt hatte. Und an Dianas Seite, als sie diese neue Welt verhandelte, war ein alter Verbündeter. Die persönliche Beziehung, die sie zu Martin Bashir aufgebaut hatte, endete nicht, als er seine Kameraausrüstung wegpackte und er und sein Team den Kensington-Palast verließen. Er war über viele Monate hinweg ein ständiger Besucher und Unterstützer. Er begann ihr bei öffentlichen Auftritten und Reden zu helfen. Nach der Panorama-Reportage behaupteten viele Kritiker, sie sei von Bashir auf eine Weise benutzt worden, die sie später bereut habe. Doch ihre fortdauernde Allianz mit dem Journalisten legt eine ganz andere Möglichkeit nahe. Ich bin Judy James. Ich bin Autorin und Expertin für Körpersprache. Die Behauptung, Diana wurde von Martin Bashir zu diesem Interview gedrängt, bringt mich ehrlich gesagt zum Lachen. Sie hatte die Kontrolle über sich selbst, ihre Gefühle und auch das gesamte Interview. Sie steuerte und führte. Er stellte eine Frage, ihr Blick wanderte nach links und sie atmete leicht ein. Aber dann kam sie sehr schnell, ohne jegliches Zögern, mit einer absolut perfekten Antwort zurück. Nun, der Feind war die Abteilung meines Mannes, weil ich immer mehr Publicity bekam. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob das Interview geprobt wurde. Eine detaillierte Analyse von Dianas Auftritt liefert jedoch einige verblüffende Anhaltspunkte. Diese Hinweise deuten für mich darauf hin, dass es wahrscheinlich eine Art Absprache darüber gab, welche Fragen gestellt werden sollten und dass sie dann Zeit hatte, sich ihre Antworten zu überlegen. Panorama war nicht spontan. Einige der Dinge, die sie sagte, hatte ich schon gehört. Ich traf Diana zu einem langen Gespräch, 5 Monate vor Panorama. Nur wir beide. Das hier sind die Notizen vom Juni 95. Und sie sagt, es gab vom ersten Tag an 3 Leute in der Ehe. Sie meint Camilla. Wir waren zu dritt in dieser Ehe. Es war also ein bisschen eng. Das ist einer der berühmtesten Sätze. Also war es etwas, das ihr schon Monate vorher durch den Kopf ging. Hier gibt es so viel, seitenweise. Wie haben Sie auf die Aussage Ihres Mannes reagiert, dass er Ehebruch begangen hat? Ich wusste überhaupt nichts über den Inhalt des Buches und habe es erst in den Nachrichten gesehen, dass es herauskommen würde. Teil des Plans war es, nicht übermäßig rachsüchtig zu wirken. Es gibt einen Satz bei Shakespeare, der heißt, begraben will ich Cäsar, nicht ihn preisen. Sie begräbt ihn, indem sie ihn lobt. Ich habe die Ehrlichkeit bewundert, denn es gehört viel dazu, das zu tun. In welchem Sinne? Nun, ehrlich zu sein in Bezug auf eine Beziehung zu jemand anderem in seiner Position, das ist schon was. Dianas physische Erscheinung spielte auch eine wichtige Rolle bei der Reaktion des Publikums. Sie hatte einen weißen Kajalstrich am unteren Augenlid, um sie noch trauriger aussehen zu lassen. Der Blick ist der einer Person, die sich scheinbar so geschminkt hat, dass es ihren Kummer verbirgt. Es ist wie bei jemandem, der sehr, sehr viel geweint hat. Und dann, nachdem er aus dem Zimmer gerannt ist, 10 Minuten später zurückkommt und sich wieder geschminkt hat. Ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, dass sie sich als Opfer dargestellt hat. Das ist nicht gerissen, das ist nicht berechnend, das ist Überleben. Die Kunst, den Anschein von Spontanität zu erwecken, das ist Schauspielerei. Das ist sehr beachtlich. Aber es muss nicht bedeuten, dass das, was sie tat, nicht wahr war. Dianas Auftritt mag alle Merkmale einer gekonnt einstudierten Darbietung getragen haben. Aber es war nicht nur der Versuch, sich zu rächen. Es war auch Teil einer Bewerbung. Welche Rolle sehen Sie für sich in der Zukunft? Ich möchte eine Botschafterin sein. Ich würde dieses Land gerne im Ausland repräsentieren. Viele im Establishment waren entsetzt. Es wurde als Beispiel dafür genommen, dass sie außer Kontrolle geraten ist. Die Institution wollte sie an den Rand des royalen Lebens drängen und erkannte nicht, welch großen Gewinn sie mit ihr hatte.
Wie Sie sehen, haben sie sich bis hierhin vorgearbeitet und eine Mine freigelegt. Dianas Reise nach Angola, um für ein Verbot von Landminen zu werben, war die direkte Erfüllung des Traumjobs, den sie in Panorama skizziert hatte. Ich versuche nur auf ein Problem aufmerksam zu machen, das überall auf der Welt existiert. Das ist alles. Ich würde Ihre Aktion mit der von Brigitte Bardot zur Unterstützung von Katzen vergleichen. Es ist sehr emotional und medienwirksam, aber es trägt nicht viel zum menschlichen Wissen bei. Charles Crawford. Ich war Botschafter in Bosnien und 1997 Gastgeber für Diana, als sie zu Besuch kam. Es war politisch heikel. Ja, es stimmt, dass diese Waffen in Kriegen wahllos und unsachgemäß eingesetzt wurden. Aber dagegen etwas zu unternehmen und einen Vertrag zu haben, der wasserdicht ist, damit man sicher sein kann, dass andere nicht betrügen, ist eine Aufgabe für erwachsene Diplomatie. Zum Glück für Diana gab es jemanden, der an ihr Potenzial als Botschafterin glaubte. Sie traf Blair. Und ich glaube, sie sagte über ihn, was Thatcher über Gorbatschow sagte. Das ist ein Mann, mit dem ich Geschäfte machen könnte. Tony Blair gab später zu, dass er mit Diana ausdrücklich über eine besondere Rolle als Botschafterin in Übersee gesprochen hatte. Sie fand Freunde in der Regierung, die sie vorher nie gehabt hatte. Vielleicht wurden die Dinge also besser für sie. Es wäre der Höhepunkt von allem gewesen, was Diana mit Panorama erreichen wollte. Doch das Interview hatte auch andere Kräfte in Bewegung gesetzt, die bald weitaus dunklere Folgen haben sollten. 1997 hatte das Panorama-Interview Prinzessin Diana die Möglichkeit gegeben, eine neue, kühne Rolle als Botschafterin zu übernehmen. Doch dieses neue, noch prominentere öffentliche Profil hatte auch eine weitaus dunklere Kraft genährt. Natürlich machte Panorama sie noch sensationeller. Sie hatte dieses Interview gegeben, über das alle sprachen. Die Presse und die Öffentlichkeit überschlugen sich. Ich weiß nie, wo eine Linse sein wird. An einem normalen Tag komme ich zu meinem Auto und 6 Fotografen springen um mich herum. Einige zögerten jedoch, Diana einfach als passives Opfer der medialen Aufmerksamkeit zu sehen. Natürlich hat die Prinzessin dieses zweischneidige Schwert benutzt. Natürlich hat sie das. Es gab einige wenige Journalisten, denen Diana vertraute. Und einer der herausragendsten Vertreter dieser Gruppe ist Richard Kay von der Daily Mail. Nein, also ich war manchmal im Voraus in Dinge eingeweiht, aber nein, so hat es nicht funktioniert. Ich konnte Richard Kay anrufen und sagen, oh, die Prinzessin ist heute Nachmittag um 3 bei Harrods. Wenn du am Südeingang bist und ein Fotograf dort ist, bekommst du ein schönes Bild. Ich habe die Medien nie ermutigt. Es gab eine Beziehung, die früher funktionierte. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr tolerieren, weil sie missbräuchlich geworden ist und mich belästigt. Man gibt ein Panorama-Interview, um zu sagen, man will, dass das Interesse der Presse nachlässt. Das scheint mir etwas unwahrscheinlich. Jedes Mal, wenn man sich vergnügt, wenn auch in einer anderen Situation, muss man dafür bezahlen, weil die Leute es kritisieren. Das gehört zum Spiel, wie ich schon sagte. Aber ich bin ein Freigeist. Leider für einige. Aber ich bin ein Freigeist. Ein kleiner, sexy Blick, der bedeutet, dass ich einfach ich bin und man sich nicht wundern darf, wenn ich ab und zu vor den Kameras auftauche. Diese gesenkte Kinnhaltung soll in keiner Weise verführerisch wirken. Es ist die Körpersprache von jemandem, der buchstäblich in eine Ecke gedrängt wurde. Ja, sie hat es zeitweise gefördert. Und ja, sie hat Geschichten untergeschoben. Und ja, sie hat zeitweise mit der Presse zusammengearbeitet. Kann man auf 2 Hochzeiten tanzen? Kann man auf beiden Seiten stehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das hindert mich nicht daran, Mitgefühl für sie zu haben.
Im Sommer 1997 erreichte der Druck auf Diana einen neuen Höhepunkt. Als die Presse davon erfuhr, dass sie auf einer Yacht in Südfrankreich war und eine Affäre mit Mohammed Al-Fayeds Sohn Dodi hatte, war die Jagd eröffnet. Es war ganz einfach ein Medienspektakel. In diesen 44 Tagen gab es jeden Tag massive Berichterstattung. Es war wie ein Schneeballsystem und man fragte sich irgendwie, wo wird das nur enden? Ich habe dieses Interview als sehr emotional erlebt. Das hatte ich nicht erwartet. Die Leute verstehen nicht, wie schwierig es ist, ein Interview zu führen, wie man sich selbst und seine Emotionen durch diese kleine quadratische Box projiziert. Ich nehme an, in einem religiösen Sinne ist es wie eine Beichte. Man ist sich bewusst, dass alles, was man sagt, aufgezeichnet und für die Nachwelt festgehalten wird. Im St. James Palace stand Prinzessin Dianas Sarg in der Chapel Royal, während sich draußen den ganzen Tag über Menschenmassen versammelten und darauf warteten, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Hat das Panorama-Interview eine große Rolle bei der öffentlichen Reaktion auf ihren Tod gespielt? Das hat es zweifelsohne. Sie war ein prominentes Opfer und ich denke, sie hat es überstanden. Das war ein gutes Beispiel für viele Menschen. Menschen, die sie nie getroffen hatten, sich aber an ihre Worte bei Panorama erinnerten, kamen, um ihr ihren Respekt zu zeigen. Sie gab nur dieses eine Interview. Sie gab nie ein anderes Interview mit Substanz. Und die Zuschauer glaubten, Diana auf eine Weise zu kennen, wie sie andere Mitglieder der Königsfamilie nicht kannten. Und auch sie nicht kannten vor Panorama. Nach ihrem Tod definierte ein einziger Satz von Panorama die Prinzessin. Sie war die Königin der Herzen. Und was ihr passiert ist, es war einfach noch nicht an der Zeit. Sie bereute es, den Ausdruck Königin der Herzen verwendet zu haben. Aber das ist der Ausdruck, an den sich die Leute offensichtlich mehr als alles andere erinnern. Ich glaube, die einfachen Leute haben verstanden, dass es sich um eine Frau handelt, die auf einer Reise war. Sie war auf dem Weg von der gehorsamen Frau zur verleumdeten Frau und schließlich zur erfüllten, selbstverwirklichten Frau, die sie hätte sein sollen. Und ihr Tod hat dieser Erzählung ein Ende gesetzt. Aber tatsächlich hatte sie etwas ausgelöst. Ihr Tod veränderte alles. Natürlich tat er das. Das Interview mit Prinzessin Diana war in vielerlei Hinsicht ein echter Wendepunkt. In der nachfolgenden Generation lacht niemand mehr über psychische Erkrankungen. Ich habe in dieser Zeit stark zugenommen und Depressionen gehabt. Wenn man zurückblickt, sagt man erstmal, eigentlich war alles in Ordnung. Aber dann schaut man nochmal hin und sieht, dass es viele ernste Probleme gab. Es ist nicht schwach, über seine Gefühle zu sprechen. Es ist stark. Es wird als etwas angesehen, das Prominente tun sollten. Und tatsächlich sind wir Menschen gegenüber misstrauisch, die sich nicht wie Prinzessin Diana benehmen. Ich will dich einfach nur umarmen. Danke. Ah, danke. Danke. Psychische Gesundheit war immer schon ein Stigma, aber jetzt spricht jeder darüber. Und warum? Weil William und Harry es getan haben. Wir haben gesehen, dass ungelöste psychische Probleme die Ursache für einige unserer größten sozialen Herausforderungen sind. Und warum haben William und Harry das getan? Weil sie es zuerst getan hat, mit all dem, was sie bei Panorama gesagt hat. Ich mache die Dinge anders, weil ich mich nicht an ein Regelbuch halte. Weil ich mit dem Herzen handle, nicht mit dem Kopf.
Wir mögen es, emotional verbunden zu sein, aber jetzt ist es unglaublich offen. Wenn man gemein sein will, kann man sagen, ach, das ist alles so gefühlsduselig und wir sind alle zerbrechliche Schneeflocken und wir können über nichts reden, ohne zu sagen, wie wir leiden. Die Welt ist zu beleidigt, zu sensibel, zu schneeflockig. Wir sollten uns zusammenreißen. Gefühle sind sehr wichtig, aber auch diszipliniertes, weises, maßvolles und kluges Denken und Verhalten gehören dazu. Es ist einfach, auf diese tolerante Welt zu blicken und zu denken, dass es schon immer so war. Ich hatte in der Vergangenheit Selbstmordgedanken. Ich habe das erlebt. Reden ist wirklich gut und hilft einem, Dinge zu überwinden. Aber es passiert auch, dass Leute sich melden und behaupten, sie seien Opfer, obwohl sie nach normalen Maßstäben der historischen Erfahrung schlicht nichts zu beklagen haben. Ich finde, es ist eine wirklich gute Sache, offen über die guten und die schlechten Dinge zu reden. All das, wofür wir Diana 1995 noch ausgelacht haben, ist jetzt normal. Das ist gut für die Menschen, die jetzt in einer Welt aufwachsen, in der sie sich emotional viel besser ausdrücken können.